Hallo Freunde der gepflegten vertikalen Fortbewegung, also hallo liebe Kletterer. Ich melde mich auf dem Kanal nach einiger Zeit tatsächlich mal wieder zu Wort und ich habe viel vor. Deswegen Kreuz im Kalender machen, ich habe mir Stichworte notiert, damit ich den Überblick nicht verliere. Steigen wir auch direkt ein. Also dieses Video ist jetzt einfach nur ein Kanal-Update, in dem ich jetzt mal erkläre, was demnächst dann im Detail kommen wird. Anhand der Friends, die auf dem Tisch liegen, ist ein Punkt schon mal klar. Ich möchte einen relativ großen Anteil an Videos machen zu meinem Lieblingsthema, eigentlich Tradklettern, also mobile Sicherungen. Was gibt's und wie legt man es und was kann es und was kann es nicht und wo sind die Unterschiede? Ich weiß, es gibt da Millionen Videos schon auf YouTube und zum Teil auch richtig gute. Und ich will das Rad eigentlich nicht neu erfinden, aber ich möchte ein paar Spezialfacetten aufzeigen. Einmal das Thema Made in EU, nicht zuletzt aus politischem Anlass. Also mit den Zöllen über den Atlantik sind Friends von allseits bekannten Black Diamond alles ein bisschen heikel mit der Wiederbeschlingung, also Resling auf Neudeutsch. Dann auch technisch gibt es so einen kleinen Twist an den Black Diamond C4, über den ich mal reden will. Zu vielem habe ich übrigens in meinem Forum einen Haufen geschrieben. Leider hat Google durch den Umzug der Domain, hat sich der Name geändert und deswegen ist blöderweise jetzt die Domain so unwichtig für Google, dass man im Moment über Google da keinerlei Inhalte findet. Da müsst ihr über Bing suchen im Zweifelsfall. Bin gespannt ehrlich, ob sich das nochmal ändert, weil ich habe den Eindruck, dass Google hauptsächlich jetzt auf KI macht und mit dem klassischen Indexieren von Websites. Ich sehe ja, wie oft Suchmaschinen vorbeikommen und Google sehe ich da herzlich wenig, auch nicht auf den anderen Seiten, die ich noch betreibe, die zum Teil schon 25 Jahre am Start sind, die Google eigentlich kennt. Aber egal. Also ich mache da eine kleine Serie über mobile Sicherungen, dann eben speziell der Fokus auf, was gibt es eigentlich innerhalb der EU, Made in EU zu kaufen und wo kann man es dann auch preiswert mit neuen Schlingen versehen lassen, wenn die dann mal kaputt gegangen sind. Dann habe ich vor, ein Video zu machen, zeitnah mal noch über Klettermesser. Ist jetzt nicht wahnsinnig wichtig, aber ich bin einerseits Messersammler und auf der anderen Seite Klettertrainer. Da möchte ich einfach mal ein paar Messer zeigen und wo da die Vor- und Nachteile sind und was es vielleicht an Alternativen noch gibt. Also just for fun, nur mal als Teaser. Bei Bergzeit habe ich mir dieses schnuckelige Messer gekauft als Klettermesser. Das ist schon so klein, das grenzt an einen Treppenwitz. Ja, man kann es sogar gerade noch über den Karabiner klippen. Also da werde ich dann auch mal einen Schnitttest machen, ob diese Art von Messer zu überhaupt irgendwas nütze ist. Dann haben wir eben jetzt auf dem Tisch hauptsächlich Kuba Friends liegen. Und auch ein ganz großes Thema, worum es gehen soll, sind die Produkte der Firmen Kuba und Rock Empire. Rock Empire haben die meisten vermutlich schon mal gehört, tschechische Firma. Rock Empire hat einen Haufen gutes Zeug. Ich habe selber hier von Rock Empire die Axel Friends seit ja, weit über 10 Jahren im Einsatz. Herstellungsdatum ist hier drauf. Die sind noch gar nicht so alt, die sind von 2015. Mit denen bin ich hochzufrieden. Und ich habe im Laufe der Jahre viel Material von Rock Empire respektive Kuba gekauft.
Was erzähle ich jetzt von Kuba? Kuba ist auch eine tschechische Firma und Kuba ist eigentlich, soweit ich das jetzt rausgefunden habe, der Hersteller von den ganzen Rock Empire Friends und auch Keile und das ganze Zeug. Also Kuba ist die eigentliche Manufaktur. Die verkaufen das auch unter eigenem Namen, aber haben jetzt gar nicht so die Vertriebsstruktur. Da will ich euch dann eben zeigen, dass ihr die guten Rock Empire Achsel oder eben auch Kuba Achsel, also hier auf dem Tisch, was hatte ich gerade, den Vierer. Ich habe mir einfach, weil ich es kann, nochmal einen kompletten Satz Achsel bestellt und dieses Mal von Kuba in einem sehr geilen Underdog-Shop. Das ist ein Kletterer, der den Chef von Kuba kennt und der verkauft im Nebenerwerb Kuba-Material für einen richtig guten Kurs. Da werde ich auch auf jeden Fall noch ein spezielles Kuba-Video machen, wo ich dann eben zeige, was Kuba alles hat, wo man das in dem Fall kaufen kann. Und der ganze Satz, der hier auf dem Tisch liegt, kostet dort eben 375 € oder so. Und ihr könnt in anderen Shops einfach mal auch doppelt so viel zahlen, wenn ihr Bock habt. Die Friends sind deswegen nicht besser, die sind einfach nur teurer, weil ihr noch einen Zwischenhändler dazwischen sitzen habt, der sich sagt, oh ja, okay, andere Friends kosten ja auch so viel, also verkaufe ich die Rock Empire oder Kuba Friends eben für einen ähnlichen Tarif. Und so gut die Sachen von Kuba auch sind, sie sind in der Verarbeitung, in der Gewichtsraffinesse jetzt nicht top-notch High-End-Level. Also wer jetzt hier anfängt zu sagen, ja, aber Totems sind doch viel besser, ja, kein Stress, natürlich sind Totems viel besser, aber die kosten halt auch 100 € pro Stück und mehr. Aber es gibt eben Anwendungsbereiche, wo es jetzt nicht immer ein Totem sein muss, und gerade für Einsteiger in das Geschäft mit mobilen Sicherungen, wenn man noch gar nicht so richtig weiß, will ich wirklich vielleicht mit Rad anfangen oder was gibt es da, zum sich mal einen Eindruck verschaffen, finde ich, sind Rock Empire oder Kuba Friends Sicherungsmittel absolut ausreichend. Also was heißt ausreichend? Die sind solide und vor allem sie sind super preiswert, und das ganze Paket aus einer richtig guten Qualität zum unverschämt guten Preis ist einfach preis-leistungstechnisch top-notch. Totems sind, wo liegt der? Totems sind natürlich keine Frage, was Haltekräfte angeht, im Moment so ziemlich das Beste am Markt, was man kaufen kann. Und wenn ihr einen Geldscheißer habt und wenn ihr sagt, Geld spielt keine Rolle und ich kaufe nur Mercedes, Ferrari und eben Totem, dann dürft ihr das gerne tun. Aber ich bin eben auch Sozialpädagoge und ich kenne aus dem Gespräch mit meinen Kletterkunden, wie auch aus meiner Zeit in der Sozialpädagogik, die Lebenssituation von vielen Menschen. Und entgegen dem Bild auf Social Media, dass jeder im Geld schwimmt und alles Millionäre sind und keiner unter 3000 netto verdient, haben viele Menschen tatsächlich ein limitiertes Budget und müssen gucken, was sie kaufen. Und für die speziell teste ich auch immer die preiswerten Sachen. Die sind oft nicht schlechter, beziehungsweise ich finde einiges im Kern dann sogar besser als von teureren Marken, aber ohne jetzt so weit in die Details reinzugehen, da mache ich eben speziell nochmal Videos dazu. Anlass für die ganze Serie ist übrigens ein Missgeschick, dass wir das auch noch schnell erklärt haben. Ich habe diese Friends, wie sie hier liegen, die habe ich mir gekauft, weil ich einfach gesagt habe, ich bin mit meinem Rock Empire Achsel so hoch zufrieden. Und gut, ich habe im Laufe der Jahre habe ich dann noch andere Größen noch dazu gekauft, oder hier oben das Modell Manta und dann natürlich Klemmkeile und Abalax und Zeug und Schrott, und nichtsdestotrotz das Modell Achsel wollte ich einfach nochmal die komplette Bandbreite gedoppelt haben. Außerdem müssen die dann irgendwann mal tatsächlich weg zum Service, und auch diese Info gleich noch hier im Kanal Update Video. Service
ist bei Rock Empire und Kuba tatsächlich innerhalb von Europa möglich. Der Gerhard von Bolting EU in Österreich sitzen zum Beispiel, dem könnt ihr das Zeug hinschicken und der leitet es dann weiter. Aber prinzipiell könnt ihr das auch direkt an Kuba oder Rock Empire schicken. Wie das im Detail läuft, mache ich mich noch schlau. Vielen Dank an Radek an dieser Stelle, der den Shop eben fromclimbers.com betreibt und der mir da viele Infos gegeben hat und der mir statt diesem Set dieses Set geschickt hat. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich die schon und meine alten und meine Mantas habe ich auch und die, ja egal, die hängen jetzt da drüben, die hole ich jetzt nicht. Also ich habe im Prinzip schon alle Modelle da gehabt, außer diese Permon. Das sind Doppelachser, genau wie die Axel auch, aber eben nicht dieselben wie die Mantas. Also das ist jetzt ein Manta, ein Einachser, die habe ich auch, mit denen bin ich auch zufrieden, keine Frage. Aber die hatte ich einfach nicht bestellt und die hat er mir versehentlich geschickt. Und dann kamen wir eben über E-Mail ins Gespräch und dann habe ich zu ihm gemeint, du Radek, wie wäre es, wenn ich einfach mal ein Video mache über Kuba-Sicherungsmittel, weil Kuba einfach einen Haufen sehr bezahlbares Zeug am Start hat, das gut funktioniert und es meiner Meinung nach nicht viel Grund gibt, was Teureres sich zu kaufen. Und dann hat er mir die ja hinterher schicken müssen und dann habe ich bei Radek, also bei ihm, gesagt, pass auf, ihr habt ein neues Modell im Angebot, schickt mir doch da zur Ansicht einfach auch mal noch einen mit und wenn ich dann die Videos fertig gedreht habe, dann gehen die auch alle zurück, also die kriege ich jetzt nicht gesponsert oder so, sondern er leiht sie mir für die Zeit, die ich jetzt brauche, diese Videos zu machen. Ist ja auch nett. Dann kann ich nämlich den Comet X oder Comet X, wie auch immer man das aussprechen möchte, im Video zeigen. So sieht das gute Stück aus. Da hat sich, soweit ich das sehe, hier die Betätigung vom Trigger geändert. Kenner werden erkennen, dass es sich hier bei dem Zug um den Zug vom Omega Pacific Link Cam handelt. Und Fun Fact, der mir bei der Recherche zu diesem Video dann aufgefallen ist, Kuba ist tatsächlich auch der Hersteller vom Omega Pacific Link Cam. Und dann ist der Omega Pacific irgendwann pleite gegangen, nicht weil jetzt die Friends von Kuba scheiße sind, sondern keine Ahnung. Nur der Petre, der Besitzer von Kuba, der hat jetzt wohl noch viele Teile in seiner Werkstatt liegen und hat jetzt eben mit seinen Restbeständen beschlossen, dass er diese Comet Friends, ich hole gerade mal einen alten, so sahen die vorher aus, dass er diese Comet Friends jetzt mit den neuen Triggern als Comet X, weil die eben über Kreuz laufen, anbietet. Und da habe ich jetzt eben einen zur Ansicht und den gucken wir uns an und reden ein bisschen drüber. Dann, was haben wir noch? Sicherungshandschuhe, genau. Es sichern zwar sehr viele mit Krikri und anderen Halbautomaten, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber es gibt trotzdem manchmal Spezialanwendungen oder Fälle, wo man mit manuellen Geräten sichert und wo der Kenner weiß, ein Sicherungshandschuh ist eine gute Investition in die Sicherheit. Und da Sicherungshandschuhe, wenn man spezielle Sicherungshandschuhe kauft, auch furchtbar teuer sind, wollte ich auch nur mal dieses Modell in die Kamera halten. Die sind von Texor, Artikel Nummer 1153, Modell Fahrer. Das sind Vollleder, Echtlederhandschuhe. Und die passen mir wie eine 1, kosten keine 4 Euro das Paar. Auch mal als gutes und preisbewusstes Material in die Kamera gehalten. Dann habe ich, glaube ich, das Wichtigste schon durch. Ich werde also jetzt irgendwann die nächste Zeit, im Sommer ist ein bisschen schwierig mit Videos machen, aber die nächste Zeit werde ich eben gucken, in welcher Reihenfolge nehme ich jetzt was auf. Dann machen wir da eine kleine Serie dazu, welche verschiedenen Marken gibt es und wo kommen die her und was kosten die und was können sie nicht. Ja, dann schauen wir einfach mal, wo die Reise so hingeht. Tut mir jetzt leid, dass auf dem Kanal lang nichts los war. Ah, fast vergessen. Vorhin hatte ich sie noch in der Hand. Reibungsverstärker. Ich sehe an den Aufrufzahlen von meinen Videos, dass relativ viele Menschen begeistert suchen nach ZED und Omega und Ohm und keine Ahnung. Asche auf mein Haupt. Ich war jetzt im Winter recht viel einfach nur bouldern und
wenn ich dann draußen klettern war, dann habe ich viel Pläsierzeug gemacht und war privat klettern. Ich hatte sogar das ZED Mini im Urlaub, war ich im April in Frankreich, war ich im Urlaub und hatte das ZED sogar mehrmals am Gurt hängen und habe es feierlich verpennt, das Ding auch nur einmal auszuprobieren. Ich hatte, was Sicherungsassistenten-Reibungsverstärker angeht, hatte ich Kontakt mit Ben von dem YouTube-Kanal Hard is Easy. Da kamen wir über Instagram ins Gespräch, weil er irgendwas wissen wollte eben zu Sicherungsassistenten. Dann haben wir uns da ausgetauscht und ich habe ihm erzählt eben, was ich alles gemacht und getan habe. Lange Rede, kurzer Sinn, er ist wohl an dem Thema dran und es könnte in näherer Zukunft irgendwann mal ein Video von Hard is Easy kommen zum Thema Sicherungsassistenten. Dann gibt es inzwischen ja einen Testbericht im Berg und Steigen, war es glaube ich. Möchte mich jetzt nicht festlegen. Es gibt auf jeden Fall auch inzwischen auf schwarz auf weiß auch alles in meinem Forum. Ich verlinke alles in meinem Forum. Wer da geil ist auf Informationen, einfach reinschauen, kostet nichts. Da schreibe ich eigentlich unheimlich viel Zeug rein. Und bevor Ben auf jeden Fall nicht dieses Video gemacht hat, habe ich beschlossen, muss ich nicht weiter meine Zeit damit verbringen, Sachen zu testen, die er dann auch testet. Und von daher warte ich jetzt mal ganz gepflegt sein Video ab. Und Spoiler, soweit ich das mit dem Matthias und mit dem Ben rausdiskutiert habe, hat Ben wohl kein Bauergerät und hat wohl auch, nachdem er da in das Thema Sicherungsassistenten reingeschnuppert hat, wohl auch keine richtige Lust mehr, noch ein Gerät in den Test reinzunehmen. Also vermutlich werden die Bauergeräte gar nicht in Bens Video vorkommen, was ich persönlich sehr schade fände, weil die mit am geilsten funktionieren, aber sind halt auch so Underdog-Geräte, so wie Kuba im Sicherungsgeräte-Dschungel. Das warte ich auf jeden Fall persönlich noch ab, bis das Video da ist und dann mache ich vielleicht mal ein Reaction-Video noch dazu und ergänze dann die Infos, die meiner Meinung nach fehlen, weil Ben hat jetzt ganz frisch angefangen, sich in das Thema reinarbeiten und ich mache seit 2015, seit das erste oben auf den Markt kam, an dem Thema Sicherungsassistenten und Reibungsverstärker rum. Ich kenne mich da durchaus ansatzweise ganz klein bisschen aus. Das ist also die Geschichte Sicherungsassistenten. Jetzt habe ich es aber, glaube ich. Dann an Material will ich noch zeigen, weil ich am Klettergurt beim Drattklettern chronisch zu wenig Platz habe ich mir von Rock Empire diesen Materialträger geholt, Gladiator. Da werde ich mal noch ein paar Takte dazu sagen. Und ich bin ja auch ein Geräte-Nerd und muss ja alles ausprobiert haben, damit ich auch anständig was dazu sagen kann. Und es gab vor vielen Jahren von Skylotech gab es ja diesen Pinch-Lock-Verschluss, damit man eben zack hingreifen kann und man hat den Karabiner problemlos offen. Gleichzeitig eben ein Verriegelungsmechanismus, dass das Ding sich nicht selber öffnet. Es hat sich dann leider relativ schnell gezeigt, dass dieser Verschluss sich zu leicht öffnet. Da muss also nicht viel passieren, dass der aufgeht. Deswegen hat Skylotech dann den Pinch Lock 2 auf den Markt gebracht. Und den habe ich jetzt auch seit 3 Tagen, den habe ich neulich in einer Boulderhalle im Abverkauf im Klettershop hängen sehen, weil das Ding ist auch schon uralt. Und dann habe ich da einen mit, damit ich den eben auch mal zeigen kann. Dann von Skylotech noch den Pass OPL, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Prinzipiell super sicher ist, also da kann sich dann auch How Not To die Zähne dran ausbeißen, versuchen das durch Seilmanipulation aufzukriegen. Da wäre ich sehr gespannt, wie er das machen will. Aber leider ist der Karabiner deswegen auch so unpraktikabel in der Handhabung, dass es ein Fehlkauf war. Also irgendwann werde ich deswegen noch ein Video machen, wieder mal zu Karabinerverschlüssen und Pros and Cons und welcher mir da besser gefällt als welches andere Patent. Jetzt habe ich es aber, glaube ich, wirklich. Habe ich eure Zeit wieder lang genug in Anspruch genommen. Wenn ihr speziell irgendwelche Interessen habt von den ganzen Themengebieten, die ich jetzt schnell durchgerattert habe, dann lasst mir gerne einen Kommentar da. Das ist immer hilfreich, wenn ich weiß, was die Leute eigentlich interessiert. Sonst mache ich halt, wie ich denke und dann ist es auch gut. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Klettern und bye!